Manche deiner besten Eigenschaften sind vielleicht gar keine Eigenschaften. Vielleicht bist du nicht so empathisch, weil du einfach ein guter Mensch bist. Vielleicht bist du so empathisch, weil du früh lernen musstest, jede Stimmung im Raum zu lesen. Vielleicht bist du nicht unkompliziert. Vielleicht hast du nur gelernt, möglichst wenig Last zu sein. Vielleicht bist du nicht stark. Vielleicht hat nur niemand gemerkt, wie oft du eigentlich jemanden gebraucht hättest. Es sieht später nicht immer aus wie Schmerz. Es sieht aus wie Humor, wie Rücksicht, wie Selbstständigkeit, wie Anpassung, wie dieses automatische Lächeln, obwohl innerlich längst etwas zugeht. Menschen nennen dich dann angenehm, reflektiert, empathisch oder stark. Aber manchmal bedeutet das nur, du hast sehr früh gelernt, dich so zu verhalten, dass niemand merkt, wie viel in dir passiert. Heute zeige ich dir 7 Dinge, die Menschen oft tun, die emotional nie wirklich gesehen wurden. Und das Letzte ist vielleicht das Schmerzhafteste, weil es nicht nur betrifft, wie du mit anderen bist, sondern wie fremd du dir selbst geworden bist. Punkt 7. Du erklärst dich, obwohl niemand gefragt hat. Du sagst nicht einfach, ich kann heute nicht. Du erklärst warum. Dass du es eigentlich versucht hast, dass es nicht persönlich gemeint ist. Dass du hoffst, dass die andere Person es nicht falsch versteht. Und manchmal erklärst du dich so ausführlich, dass du am Ende selbst erschöpft bist von deiner eigenen Rechtfertigung. Das klingt nach Höflichkeit, aber oft steckt etwas anderes darunter. Ein Teil von dir glaubt nicht, dass deine Grenze einfach stehen bleiben darf. Du hast vielleicht früh gelernt, ein Bedürfnis ist nicht genug. Du musst es beweisen. Du musst es so verpacken, dass niemand enttäuscht ist. Also sagst du nicht nur Nein. Du lieferst eine Verteidigungsschrift. Und das Traurige ist, oft greift dich gar niemand an, aber innerlich sitzt da noch immer diese alte Erwartung, dass du für dich selbst keine Erlaubnis hast, solange du keinen guten Grund vorweisen kannst. Als müsstest du ständig beweisen, dass du nicht falsch bist. Aber Menschen, die emotional gesehen wurden, mussten nicht jedes Gefühl begründen. Sie durften einfach eins haben. Punkt 6. Du spürst sofort, wenn sich eine Stimmung verändert. Du kommst in einen Raum und merkst sofort, ob etwas nicht stimmt. Eine andere Tonlage, ein kürzerer Blick, eine kleine Verzögerung in einer Antwort, eine Nachricht, die anders klingt als sonst. Andere würden es vielleicht übersehen, du nicht. Und dann beginnt etwas in dir zu arbeiten. War ich zu viel? Habe ich etwas falsch gemacht? Ist die Person genervt? Muss ich die Stimmung retten? Von außen wirkt das wie Empathie, aber manchmal ist es keine Empathie. Es ist ein altes Frühwarnsystem. Du spürst nicht nur, dass etwas anders ist, du suchst sofort nach deinem Anteil daran. Nicht, was ist gerade los, sondern, was habe ich falsch gemacht? Und genau das macht es so erschöpfend. Du liest nicht nur Menschen, du suchst in ihnen nach Zeichen, dass du noch sicher bist. Vielleicht bist du nicht besonders sensibel. Vielleicht hast du nur gelernt, Gefahr in Gesichtern zu lesen. Punkt 5. Du bist für andere da, aber wirst selbst kaum sichtbar. Du weißt oft sehr schnell, was andere brauchen. Du hörst Zwischentöne. Du stellst die richtigen Fragen. Du merkst, wenn jemand eigentlich etwas anderes meint. Menschen fühlen sich bei dir verstanden. Aber wenn es um dich geht, wird es schwieriger. Du erzählst etwas Persönliches und brichst innerlich sofort wieder ab. Du machst es kleiner. Du wechselst das Thema. Du sagst, ach, ist nicht so wichtig. Und vielleicht merkst du gar nicht, wie oft du dich selbst aus dem Gespräch entfernst. Das ist einer der leisesten Selbstverrate überhaupt. Du gibst anderen Raum, aber nimmst dir selbst keinen. Nicht, weil du nichts zu sagen hättest, sondern weil ein Teil von dir gelernt hat, dass deine Innenwelt keinen natürlichen Platz bekommt. Also wirst du gut darin, andere zu halten, aber schlecht darin, gehalten zu werden. Du bist gut darin, Menschen zu verstehen, aber sobald jemand dich wirklich verstehen will, fühlt es sich plötzlich unangenehm an. Zu nah, zu offen, zu gefährlich. Dann lenkst du ab. Du machst einen Witz. Du fragst zurück. Du tust so, als wäre es nicht so tief. Und genau da liegt der Schmerz. Du sehnst dich danach, gesehen zu werden. Aber du hast Angst vor dem Moment, in dem es wirklich passiert. Punkt 4. Du machst Witze,
Wenn es eigentlich ernst wird, du kannst Spannung auflösen. Du kannst über dich selbst lachen. Du kannst andere zum Lächeln bringen, sogar wenn es dir selbst nicht gut geht. Und vielleicht mögen Menschen genau das an dir, dass du nicht kompliziert bist, dass du Dinge nicht so schwer machst, dass man mit dir lachen kann. Aber manchmal ist dein Humor kein Ausdruck von Freiheit. Manchmal ist er eine Fluchttür. Sobald es ernst wird, gehst du raus. Nicht körperlich, aber emotional. Du sagst etwas Lustiges, bevor jemand merkt, dass du getroffen bist. Du machst dich selbst klein, bevor andere es tun könnten. Du überspielst Schmerz, bevor er Raum einnimmt. Du sagst dann vielleicht, ach, alles gut. Ich verdränge einfach professionell. Alle lachen kurz. Und niemand merkt, dass der Witz eigentlich näher an der Wahrheit war, als du zeigen wolltest. Und irgendwann merken Menschen gar nicht mehr, wann du wirklich verletzt bist. Weil du ihnen beigebracht hast, darüber zu lachen. Das ist bitter. Denn du wolltest vielleicht nie unehrlich sein. Du wolltest nur nicht der Mensch sein, der den Raum schwer macht. Also hast du gelernt, Schmerz in etwas Verträgliches zu verwandeln. In Ironie, in Selbsthumor. In dieses schnelle Lächeln, das sagt, keine Sorge, ich komme klar. Aber vielleicht kommst du nicht immer klar. Vielleicht bist du nur sehr gut darin geworden, niemanden damit zu belasten. Punkt 3. Du bist erst wertvoll, wenn du nützlich bist. Du merkst oft gar nicht, wie schnell du in Beziehungen eine Funktion übernimmst. Du bist die Person, die zuhört, die versteht, die beruhigt, die hilft, die sich meldet, die fragt, ob alles okay ist. Und vielleicht fühlt sich das für dich normal an. Aber manchmal steckt darunter ein sehr alter Glaube. Ich werde nicht geliebt, weil ich da bin. Ich werde geliebt, wenn ich etwas gebe. Wenn dein inneres Erleben früher wenig Raum hatte, lernst du irgendwann, deinen Wert über deine Nützlichkeit herzustellen. Dann bist du nicht einfach in Beziehungen. Du arbeitest für deinen Platz darin. Du merkst das daran, dass Ruhe in Beziehungen dich nervös macht. Wenn du gerade nichts gibst, nichts rettest, nichts auffängst, dann entsteht innerlich diese leise Angst. Bin ich noch wichtig, wenn ich gerade nichts leiste? Menschen, die emotional gesehen wurden, mussten Liebe nicht ständig verdienen. Sie durften einfach da sein. Du vielleicht nicht. Deshalb kann es sich bis heute ungewohnt anfühlen, einfach nur gehalten zu werden, ohne sofort etwas zurückzugeben. Punkt 2. Du fühlst dich nach sozialen Kontakten leer, obwohl sie schön waren. Du warst mit Menschen zusammen. Es war eigentlich gut. Niemand war gemein. Niemand hat etwas Schlimmes gesagt. Vielleicht hast du sogar gelacht. Und trotzdem kommst du nach Hause und fühlst dich leer. Nicht traurig im klassischen Sinn, eher ausgelaugt, überreizt, innerlich weit weg von dir. Und dann fragst du dich, warum bin ich so erschöpft, obwohl doch alles gut war? Vielleicht warst du nicht erschöpft von den Menschen. Vielleicht warst du erschöpft von der Version von dir, die du dort spielen musstest. Vielleicht hast du die ganze Zeit gearbeitet. Du hast Stimmungen gelesen. Du hast deine Worte angepasst. Du hast darauf geachtet, nicht zu viel zu erzählen, nicht zu still zu sein, nicht komisch zu wirken, nicht egoistisch zu sein. Während andere einfach in einem Gespräch waren, warst du gleichzeitig Darsteller, Beobachter und innerer Kontrolleur. Und das kostet Kraft. Besonders dann, wenn du es gar nicht mehr bemerkst. Du nennst es vielleicht soziale Batterie. Vielleicht sagst du, ich bin eben introvertiert. Aber vielleicht bist du nicht erschöpft von Nähe. Vielleicht bist du erschöpft davon, dich in Nähe nie ganz sicher zu fühlen. Nie ganz sicher, dass du auch dann bleiben darfst, wenn du dich nicht perfekt anpasst. Das ist der Unterschied. Es erschöpft nicht immer der Kontakt. Es erschöpft die Version von dir, die du glaubst sein zu müssen, damit der Kontakt sicher bleibt. Und genau hier wird es tiefer. Denn all diese Muster kosten nicht nur Energie. Sie entfernen dich irgendwann von einer viel schwereren Frage: Wer bist du eigentlich, wenn du gerade niemandem gefallen musst? Punkt 1. Du weißt nicht genau, wer du ohne Anpassung bist. Das ist der Punkt,
den viele am längsten übersehen, weil er nicht laut ist. Er zeigt sich in stillen Momenten, wenn niemand etwas von dir braucht, wenn keine Rolle aktiv ist, wenn du nicht helfen musst, nicht funktionieren musst, nicht sympathisch sein musst, nicht stark sein musst. Und plötzlich weißt du nicht ganz, was übrig bleibt. Du fragst dich, was will ich eigentlich? Was fühle ich wirklich? Was würde ich tun, wenn ich niemandem gefallen müsste? Was davon bin ich? Und was ist nur Training? Das tut weh. Denn Anpassung fühlt sich irgendwann nicht mehr wie Anpassung an. Sie fühlt sich an wie Identität. Du glaubst, du bist ebenso. Rücksichtsvoll, leicht zu handhaben, verständig, flexibel, stark, unkompliziert. Aber vielleicht war ein Teil davon nie frei gewählt. Vielleicht war es einmal die beste Möglichkeit, Nähe nicht zu verlieren. Und irgendwann wurde aus Überleben Persönlichkeit. Das ist der eigentliche Schmerz. Nicht nur, dass du früher nicht gesehen wurdest, sondern dass du dich irgendwann selbst nicht mehr richtig gesehen hast. Du hast gelernt, dich von außen zu betrachten. Wie wirke ich? Was braucht die andere Person? Was ist gerade passend? Wie bleibe ich liebenswert? Aber die Frage, was ist wahr für mich, wurde immer leiser. Und irgendwann kann Stille deshalb bedrohlich wirken. Nicht, weil nichts da ist, sondern weil du dann zum ersten Mal spürst, wie weit du dich von dir selbst entfernt hast. Wenn du dich in mehreren dieser Punkte erkannt hast, heißt das nicht, dass mit dir etwas falsch ist. Es heißt eher, dass etwas in dir sehr früh sehr viel verstanden hat. Du hast verstanden, wann du dich zurücknehmen musst, wann du besser lachst, wann du erklärst, wann du nichts brauchst, wann du stark wirkst, wann du den Raum liest, bevor du ihn betrittst. Das war nicht dumm, das war intelligent, vielleicht sogar notwendig. Aber das Problem ist, was dich früher geschützt hat, kann dich später von echter Nähe trennen. Denn echte Nähe entsteht nicht nur dadurch, dass du andere verstehst. Sie entsteht auch dadurch, dass du dich zeigst. Nicht perfekt, nicht angenehm verpackt. Nicht erst dann, wenn du alles erklären kannst, sondern echt. Und vielleicht beginnt Veränderung genau dort, wenn du bemerkst, dass du dich erklärst, obwohl du nur eine Grenze setzt, dass du einen Witz machst, obwohl du verletzt bist, dass du den Raum liest, obwohl du dich selbst fühlen müsstest, dass du dich anpasst, obwohl du eigentlich etwas anderes willst. Genau dort entsteht ein kleiner Abstand zwischen dir und dem alten Programm. Und vielleicht ist das der Anfang davon, nicht mehr nur die Person zu sein, die früher überleben musste, sondern jemand, der heute langsam lernen darf, wirklich da zu sein. Wenn dich einer dieser Punkte getroffen hat, schreib nur die Zahl in die Kommentare, nicht um dich zu erklären, sondern weil es vielleicht das erste Mal ist, dass du mit diesem Muster nicht allein bist. Und wenn du verstehen willst, warum Menschen werden, wie sie werden, abonniere diesen Kanal.